Ich war bei den Taurus-Lieferungen von Friedrich Merz, die er an die Ukraine liefern will. Und wir haben es schon oft gesagt, und ich will Ihnen nochmal die Zahlen näherlegen, die mittlerweile Deutschland, wir, Sie alle als Steuerzahler an die Ukraine leisten. Wir reden hier mittlerweile von 45 Milliarden Euro, die an die Ukraine in Form von Waffen, in Form von Hilfsleistungen in die Ukraine transferiert wurde. Geldleistungen, die Sie alle bezahlen, die wir alle bezahlt haben, die den deutschen Steuerzahler fehlen. Weitere 3 Milliarden sollen jetzt die nächsten Wochen transferiert werden. Dann kommt noch das Bataillon, das an die litauische Grenze versetzt werden soll, an die litauische, russische Grenze. Deutsche Soldaten sollen dorthin verlegt werden. Kostenpunkt 11 Milliarden bis 2027. Liebe Freunde, dieser Wahnsinn muss beendet werden. Und wenn ich einen Herrn Zelensky, einen Präsidenten der Ukraine bei Maischberger sehe, wie der Bettelpräsident dort steht mit seinem Tarnanzug, der soll sich nach Kiew machen und endlich mit Putin über diplomatische Beziehungen diesen Krieg beenden. Das ist seine Aufgabe. Er soll nicht nach Deutschland kommen und uns das Geld aus der Tasche ziehen. Das erwarten wir. Und deswegen muss auch jeder wissen, liebe Freunde, wer CDU wählt, wählt Friedrich Merz. Und wer Friedrich Merz wählt, wählt Krieg. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir so viele internationale Gäste hier heute hatten. Und das zeigt eigentlich mit unserer serbischen Familienministerin, die sich heute nicht gescheut hat, diesen Weg hier so weit herzukommen, mit Milica Stamkovic, dass sie hierher gekommen ist, dass es zeigt, dass wir überall gute Beziehungen haben in Ost und West, dass wir mit unserem bulgarischen Freund Konstantin Konstantinov hier gezeigt haben, dass wir nicht isoliert sind in Deutschland, nicht isoliert sind in der Welt. Und das macht, glaube ich, gerade die anderen Parteien sowas von nervös. Das zeigt, dass wir mittlerweile geachtet werden über Deutschland hinaus, liebe Freunde. Und da ist heute unser letzter Wahlkampfauftritt ist und ich diesen Wahlkampf, Alexander Gauland hat es gesagt, wirklich in einer kurzen Phase, wir hatten jetzt ungefähr 2 Monate Wahlkampf durchgeführt habe. Ich war in Ost und West und was soll ich sagen? Selbst solche Hallen im Westen sind mittlerweile voll mit Leuten, voll mit Patrioten, voll mit freien Bürgern. Das macht mich stolz und das zeigt eins: Wir sind überall Volkspartei, liebe Freunde. Uns bekommt man nicht mehr weg. Diese Rede vom US-Vizepräsidenten D.C. Vance, die ich nur jedem empfehlen kann, die es natürlich auch in Deutsch im Internet abzurufen gibt, hört sie euch an. Und es war wirklich ein Genuss, sich diese Rede anzuhören. Und wenn man gesehen hat, wie gerade diese Politiker, die sich diese Rede vor Ort angehört haben, wie diese Merzes, Baerbocks, Söders, ja auch die Klitschkos, wie sie auf ihre Schnürsenkel geschaut haben, als sie diese Rede gehört haben. Und es war so wohltuend. Jedes Wort war Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch. Ja, das war wohltuend. Und ich möchte einen Teil aus dieser Rede nochmal zitieren, weil es genau unsere Worte sein könnten. Es könnten genau unsere Worte unserer Kanzlerkandidatin Alice Weidel sein. Es könnten auch die Worte von mir sein, von Jörg Orban, von Siegbert Dröse, wem Sie auch nehmen in der AfD. Auch die könnten diese Worte sagen. Er sagte da, ich zitiere, und das sollten sich vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien mal genau anhören, bevor sie solche Urteile über uns oder auch über den amerikanischen Vizepräsidenten erheben. Ich zitiere: Keine Demokratie werde es überstehen, Millionen von Wählern zu sagen, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Bitten um Hilfe ungültig oder nicht demokratisch seien. Demokratie beruhe auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zähle. Es gibt keinen Platz für Brandmauern, liebe Freunde. Und genau das sagen wir auch, liebe Freunde. Und jeder muss sich überlegen, wer das sagt. Und wenn man sich auch das nochmal zugute führt, wenn man sich vor allen Dingen anhört, was Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der CDU, vor 14 Tagen ungefähr noch gesagt hat. Und genau darauf beruft sich auch J.D. Vance mit dieser Aussage. Er sagte dort, ja, Sie können alle am 23. Februar natürlich die AfD wählen. Aber am 24. Februar hat Ihre Stimme keinen Wert mehr. Das hat Friedrich Merz gesagt. Und dann sage ich Ihnen eins, und das haben die Medien eben nicht kritisiert. Wer sowas sagt, ist kein Demokrat. Das ist ein Antidemokrat. Der grenzt aus.
Er möchte die Bürger ausgrenzen. Er möchte 10, 12 Millionen Wähler, wie wir am Sonntag haben werden, ausgrenzen und denen keine Stimme verleihen. Und ich sage euch eins. Und ich meine, wir haben 2017 auch hier im Landkreis schon mal etwas Sensationelles geschafft. Und wir werden es 2025 wieder schaffen. Damals, könnt ihr euch erinnern, ist mit den sensationellen Ergebnissen, wo wir mit 0,1% vor der CDU lagen, der sächsische Ministerpräsident Stanislav Tillich zurückgetreten. Und ich sage euch eins, wir werden in Sachsen am Sonntag über 35% kommen. Und ich erwarte, dass Michael Kretschmer zurücktritt. Er soll gehen. Denn er hat eine Regierung zusammengezimmert, die nicht mal eine Regierung ist, eine Minderheitsregierung mit Wahlverlierern, mit denen, die abgewählt wurden, nicht im Sinne des Volkes. Und deswegen erwarte ich, dass er dann am Sonntag auch den Platz frei macht, dass hier endlich wieder eine Partei regiert in diesem Land, die wirklich Politik für die Interessen der Bürger macht, die Interessen für die Deutschen macht, die Interessen für die deutschen Familien und für die Rentner macht. Und das sind nämlich wir, die Alternative für Deutschland, liebe Freunde. Und gerade ein Friedrich Merz, der jetzt Wahlversprechen gibt, die er 1:1 von uns abgeschrieben hat. Zustrombegrenzungsgesetz. Die Position, die wir seit Jahren vertreten, seit 10 Jahren vertreten, 1:1 abgeschrieben. All die Forderungen der Grenzsicherung, wo man manchmal denkt, man traut seinen Ohren nicht, abgeschrieben. Oder auch die Rückführung derer, die hier kriminell sind, die hier nicht hergehören. Ja, wir reden hier von 250.000 bis 280.000 Personen, die sofort abgeschoben gehören. Warum ist es nicht passiert in Sachsen, in Bayern, wo die CDU, CSU regiert? Was für ein Geheuchel! Und mit wem will Friedrich Merz das eigentlich umsetzen? Mit SPD und Grünen, die sich verweigern? Was für ein Geheuchel! Er lügt euch voll. Die CDU kann man nicht mehr wählen. Die CDU muss abgewählt werden, liebe Freunde, und ist auch keine Alternative. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, der heute auch schon angesprochen wurde. Der wichtigste Punkt, mit dem ich auch hier im Wahlkreis hauptsächlich Wahlkampf gemacht habe. Ich denke, das ist der allerwichtigste, den wir alle uns nur vorstellen können und wünschen können. Und ich versuche wirklich, das mal klar zu machen. Ich hätte nie gedacht, als ich in die Politik gegangen bin, dass wir wieder über Krieg und Frieden in Europa reden müssen. Aber mittlerweile ist es leider so gekommen. Und dann stellt sich ein Friedrich Merz hin und möchte Taurus an die Ukraine liefern, was uns direkt als Kriegspartei in diesen Konflikt verwickeln würde. Und im Wahlkampf lässt er es kaum noch zu, beredet es kaum noch, gibt auch kaum noch Worte dazu ab, weil er genau weiß, damit gewinnt er keine Wählerstimmen. Aber er wird es und will es nach der Wahl umsetzen. Und er wird es umsetzen. Und deswegen ist es so wohltuend und gut, dass wir einen amerikanischen Präsidenten jetzt haben, wo ich auch offen sage, ich bin nicht mit allen Positionen einverstanden. Aber in der Friedensfrage, wo er selber angekündigt hat, er möchte mehr Frieden schaffen als Kriege. Und das von einem amerikanischen Präsidenten. Das muss man sich mal vorstellen. Das gab es in der Geschichte Amerikas noch nie. Und ich bin froh, dass er diesen Krieg, diesen Konflikt so schnell wie möglich auf diplomatischer Ebene beenden möchte, liebe Freunde. Lieber Gerald, es ist wirklich sehr trocken hier oben. Ach, hier ist frisches Bier. Wildbräu. Liebe Freunde, helles Wildbräu aus Bayern. Hast du das mitgebracht? So, jetzt wäre ich wild. Liebe Freunde, ich war bei den Taurus-Lieferungen von Friedrich Merz, die er an die Ukraine liefern will. Und wir haben es schon oft gesagt, und ich will Ihnen noch mal die Zahlen näherlegen, die mittlerweile Deutschland, wir, Sie alle als Steuerzahler an die Ukraine leisten. Wir reden hier mittlerweile von 45 Milliarden Euro, die an die Ukraine in Form von Waffen, in Form von Hilfsleistungen in die Ukraine transferiert wurde. Geldleistungen, die Sie alle bezahlen, die wir alle bezahlt haben, die den deutschen Steuerzahler fehlen.
Weitere 3 Milliarden sollen jetzt die nächsten Wochen transferiert werden. Dann kommt noch das Bataillon, das an die litauische Grenze versetzt werden soll, an die litauische, russische Grenze. Deutsche Soldaten sollen dorthin verlegt werden. Kostenpunkt 11 Milliarden bis 2027. Liebe Freunde, dieser Wahnsinn muss beendet werden. Und wenn ich einen Herrn Zelensky, einen Präsidenten der Ukraine bei Maischberger sehe, wie der Bettelpräsident dort steht mit seinem Tarnanzug, der soll sich nach Kiew machen und endlich mit Putin über diplomatische Beziehungen diesen Krieg beenden. Das ist seine Aufgabe. Er soll nicht nach Deutschland kommen und uns das Geld aus der Tasche ziehen. Das erwarten wir. Und deswegen muss auch jeder wissen, liebe Freunde, wer CDU wählt, wählt Friedrich Merz. Und wer Friedrich Merz wählt, wählt Krieg. Das ist die Entscheidung am 23. Februar, liebe Freunde. Deshalb kann es nur eine Friedenspartei geben. Für die haben wir uns und für diesen Frieden haben wir uns von Anfang an und immer eingesetzt, diese diplomatischen Beziehungen und auch diese diplomatischen Lösungen, sich dafür stark zu machen und einzusetzen. Das haben wir die letzten Wochen und Monate immer wieder gefordert. Und ich wurde dafür teilweise selbst in meiner eigenen Partei kritisiert. Und mittlerweile haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der 1:1 das fordert, was ich schon vor 3 Jahren gesagt habe, liebe Freunde. Und deshalb war dieser Weg richtig. Man muss auch hier mal den Rücken gerade machen und dafür stehen, dafür zu kämpfen. Und deswegen bin ich froh, dass wir das erreicht haben. Mit der Alternative für Deutschland werden wir auch diesen Kurswechsel in Deutschland schaffen, dass wir mit Partnern in der USA und mit Russland wieder zu Frieden zurückkehren in Europa. Das muss das Ziel sein für uns alle, liebe Freunde. Und wenn wir die wirtschaftliche Situation in Deutschland sehen, auch das ist angesprochen worden, die Insolvenzwelle, die Deindustrialisierung, und wir erinnern uns, ihr erinnert euch, wir haben das vor 3 Jahren schon gesagt, mit diesem Wirtschaftskrieg von Robert Habeck gegenüber Russland. Das 16. Sanktionspaket soll jetzt am Montag in Brüssel beschlossen werden, das 16. gegen Russland. Die Amerikaner, denn Donald Trump wird sich demnächst, wahrscheinlich nächste Woche mit Wladimir Putin treffen, die Amerikaner wollen die Russland-Sanktionen gegen Russland beenden. Was bedeutet das für uns, für Europa, für Deutschland? Der russische Markt öffnet sich für Amerika. Und genau das meine ich mit Interessenvertretung. Die Amerikaner werden die Ersten sein, die in Russland wieder investieren können. Und wir Deutschen sind wir so behämmert und werden zuschauen, werden wieder am Katzentisch sitzen, wie es Herr Pistorius sagt, obwohl er nicht mal mehr am Katzentisch sitzt. Er sitzt nämlich an gar keinem Tisch mehr. Ist auch richtig so, dass Herr Pistorius dort nicht sitzt. Und werden wieder leer ausgehen. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir uns einsetzen. Schluss mit diesen Sanktionen, Schluss mit dieser Bevormundung der Bevölkerung. Das hat uns geschadet, das hat unserer Wirtschaft geschadet. Wir kämpfen für Freiheit, für unsere Unternehmer, Handwerker und für den Mittelstand, liebe Freunde. Und schauen wir uns die Zahlen an, die nackten Zahlen, weil man ja immer davon spricht, Faktencheck. Wie sind die Energiepreise in Deutschland? Gaspreise von 10, 12 Cent die Kilowattstunde. In der USA 2, 3 Cent die Kilowattstunde. Strom genauso, 10 Cent in Deutschland, in Amerika, 45 Cent aufwärts in Deutschland. Das sind die Preise, vierfach, fünffach. VW schließt in Deutschland 3 Werke, unter anderem eins in Sachsen in Zwickau. Was für eine Schande. Ein modernes Werk wird und soll geschlossen werden. Dafür eröffnet VW in Amerika 2 Werke. Daran sieht man, was Wirtschaftsinteressen sind. Daran sieht man, wohin die Energie oder beziehungsweise die Industrie abwandert. Und das sind nicht bloß deutsche Autounternehmen, das ist die chemische Industrie, das sind Gießereien, die alle reihenweise pleite gehen, die hier deindustrialisiert werden. Wir haben davor gewarnt und deswegen werden wir sagen und stehen wir dazu. Wir wollen wieder, dass Nord Stream Gas nach Deutschland liefert, damit wir hier für 5, 6 Cent die Kilowattstunde Strom und Gas haben, liebe Freunde. Und deswegen werden wir uns dafür einsetzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch 25% der Sitze im nächsten Deutschen Bundestag haben, damit wir Untersuchungsausschüsse einrichten können. Und der erste, den wir einsetzen werden, ist die Aufklärung von Nord Stream, wo wir ganz klar wissen wollen, wer ist dafür verantwortlich, wer hat diese kritische Infrastruktur, diese Pipeline gesprengt. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn Staaten sind, und sie müssen dafür bezahlen. Und ich möchte nicht den zweiten Untersuchungsausschuss vergessen,
weil wir eben diesen Menschen ein Versprechen gegeben haben. Wir haben nach den ostdeutschen Landtagswahlen versprochen, wir werden Untersuchungsausschüsse und Enquete-Kommissionen auch in den ostdeutschen Bundesländern einrichten. Wir haben Wort gehalten, in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen. Und wir wollen auch einen Corona-Untersuchungsausschuss auf Bundesebene haben. Wir wollen wissen, welche Maskendeals die CDU unter Jens Spahn hier betrieben hat, wie hier eventuell sein eigener Ehemann in diesen Maskendeals verwickelt war, Millionen, Milliarden an Steuergeldern verschwendet wurden. Wir wollen wissen, warum unsere Kinder eingesperrt wurden. Wir wollen wissen, warum alte Menschen, kranke Menschen in den Altenheimen teilweise alleine sterben mussten. Das war ein Verbrechen, liebe Freunde, an der Menschlichkeit, und es waren Verbrechen, die man aufklären muss. Die waren Grundgesetzeinschränkungen, die hier vonstatten gegangen sind, die aufgeklärt gehören. Und auch da müssen die verantwortlichen Politiker zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür werden wir uns einsetzen. Und ich möchte zum Abschluss noch 3 Worte sagen. Ich bin wirklich stolz, Vorsitzender dieser Partei mit Alice Weidel zu sein. Ich bin auch stolz, wie sie als Kanzlerkandidatin diesen Bundestagswahlkampf überstanden hat und auch bewältigt hat. Wir haben als Team gearbeitet, das haben wir von vornherein uns gegenseitig auch versprochen, und es ist gelungen, geschlossen aufzutreten. Das haben wir allen anderen Parteien voraus. Ich glaube, alle anderen Parteien wären neidisch, hätten sie so ein Führungsduo wie die Alternative für Deutschland. Und deshalb bin ich auch so froh, dass sie als Kanzlerkandidatin am Sonntag ein sensationelles, ein historisches Ergebnis erreichen wird. Wir werden es gemeinsam schaffen, und wir werden dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist unser Versprechen. Wir wollen Politik im Interesse Deutschlands machen, im Interesse Sachsens, im Interesse der Bürger, damit sich endlich wieder Volksvertreter auch wirklich Volksvertreter nennen können, liebe Freunde. Wir werden kämpfen für den Mittelstand, für die vielen fleißigen Handwerker. Wir werden auch kämpfen für die Rentner. Und da will ich ein Wort dazu sagen, was die Rentner angeht. Ich finde es einfach unsäglich, dass in diesem Land Rentner ab 1.200 € Rente Steuern bezahlen. Das werden wir abschaffen, liebe Freunde. Diese ungerechte Doppelbesteuerung. Wir werden die CO2-Abgabe abschaffen, die Energie immer teurer macht. Schaut euch jetzt an, mittlerweile ist Diesel teurer als Benzin geworden. Auch das mit Stimmen der CDU, die dazu beigetragen hat, diese Energie zu verteuern. Das EEG, Erneuerbaren Energiengesetz, wo Photovoltaik und Windkraft weiter subventioniert werden. Auch das werden wir abschaffen. Wir wollen wieder Technologieoffenheit mit Kernkraft und natürlich auch mit russischem Gas. Und wir werden dieses übersinnige und sinnlose Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zurücknehmen und abschaffen. Denn es reguliert und massakriert das Handwerk, den Mittelstand. Wir wollen Demokratie, und wir wollen vor allen Dingen hier auch Diplomatie in diesen Bereichen haben, was Wirtschaft angeht. Wir wollen endlich wieder offen sein für freien Markt in diesem Land. Dafür werden wir uns als Alternative für Deutschland einsetzen. Ich habe für euch extra den Weißwurst-Äquator durchbrochen, also das, was von Bayern nach österreichisch ist. Bin der Exekutive des Markus Söder weggelaufen und heute hier wieder zu euch gekommen, um meinen lieben Freund Dino Kruppala zu unterstützen, der auch heute einen ordentlichen Mut wieder bewiesen hat, einen Österreicher einzuladen, der über die deutsche Politik aufklärt. Und bevor der Humor und intelligenzbefreite Journalismus in Deutschland, ja, Humor setzt Intelligenz voraus, mir wieder etwas unterstellen will, nein, ich meine Sebastian Kurz, selbstverständlich den Österreicher, der den Deutschen immer erklärt hat, dass Österreich das bessere Deutschland war. Lieber Dino Kruppala, sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender Dr. Gauland, es freut mich, dass ich Sie heute kennenlernen darf, weil Sie auch bei uns in Österreich durchaus eine legendäre Gestalt aus Deutschland sind und mit ihrem Gründermut die AfD aus der Taufe zu heben, die AfD über Wasser zu halten, einen entscheidenden Anteil daran haben, dass diese ihre Alternative für Deutschland nun am 23. Februar in wenigen Stunden, in 48 Stunden vor dem Durchbruch in Deutschland steht. Und deswegen haben wir uns heute auch hier versammelt. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gauland.
Es geht am 23. Februar ja nicht nur, wenn ihr in den Bundestag wählt. Es geht nicht darum, wen ihr in eine neue deutsche Regierung wählt. Es geht in Wahrheit darum, dass ihr euch aus eurem derzeitigen Stand als perfekte Untertanen einer kleinen Minderheit von Meinungsbildnern und Eliten endlich befreit. Es geht darum, dass dieses Deutschland, diese Spitze der G7-Industrienationen, diese vormalige Spitze der G7-Industrienationen, sich aus der Knechtschaft einer kleinen Minderheit von Mächtigen befreit, die regieren als herrschen und nicht als dienen verstehen. Es geht darum, meine lieben Freunde, dass ihr eure Freiheit wieder zurückkämpft und nicht die Schlafschafe des 21. Jahrhunderts seid und glaubt, wenn ihr blökend gegen rechts auf den Straßen marschiert, nur irgendeinen Punkt eurer eigenen Lebensumstände verbessert. Meine lieben Freunde, was zeichnet denn den perfekten Untertanen aus? Den perfekten Untertanen zeichnet aus, dass er in einer Scheinfreiheit lebt. Den perfekten Untertanen zeichnet aus, dass er auf sein Grundrecht, auf Meinungsfreiheit pfeifen kann. Natürlich kann man in Deutschland von der Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Aber habt ihr euch überlegt, was die Konsequenz ist? Wenn man einen deutschen Minister als Schwachkopf bezeichnet, rückt um 6 Uhr in der Früh die Staatsgewalt in deine privaten 4 Wände ein und zerlegt dein Wohnzimmerinterieur, weil sich das politische Establishment unter Missbrauch der Justiz und der Exekutive vor den eigenen Kritikern ihres Versagens schützen will. Meine lieben Freunde, der Ausdruck Schwachkopf ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsachenfeststellung. Und eine Tatsachenfeststellung kann niemals beleidigend sein. Auch ich habe mit eurer heiteren Bezirksjudikatur ja schon einige Erfahrungen gemacht. Wenn es nach Markus Söder ginge, dürfte ich ja nur mit einer Eisenkugel quer durch Deutschland ziehen, weil er hätte mich ja schon längst bei Wasser und Brot in einer seiner unzähligen, löchrigen Justizvollzugsanstalten eingesperrt. Diesen scheinkonservativen Heuchlern von der Union, von der CDU, von der CSU geht es ja nicht um eure Sicherheit, meine lieben Freunde. Denen geht es, den Staatsapparat zu missbrauchen, damit sie weiterhin an der Macht ihre fettigen und gierigen Finger festkrallen, dass sie sich wie das Fettauge auf der Rindsuppe weiterhin oben bewegen. Denen geht es nicht um euer Wohlergehen, denen geht es nicht um eure Zukunft. Denen geht es darum, dass ihr der willfährige, brave Handaffe der Eliten bleibt. Hände falten, Goschen halten, das ist ihr politisches Plädoyer, das sie euch bei jeder Wahlkampfveranstaltung, bei jeder Bundestagsrede ins Gesicht knallen. Denn, meine lieben Freunde, allein die Tatsache, dass den perfekten Untertanen in Deutschland die Sicherheit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit geraubt wird, sollte euch ja zu denken geben. Wenn ich einen Fehler mache, dann lerne ich aus dem Fehler. Wenn ich eine Verantwortung für viele habe und einen Fehler mache, dann ziehe ich die Konsequenzen und übernehme diese Verantwortung. Wenn ich Blut an meinen Händen habe, weil ich die Verantwortung dafür trage, dass in Solingen unschuldige Menschen einen sinnlosen Tod sterben müssen, wenn ich dafür die politische Verantwortung habe, dass man in Magdeburg in der Vorweihnachtszeit nicht mehr sicher mit seinen eigenen lieben Freunden und Verwandten feiern kann, ohne vom islamistischen Terror und vom Einzelfall erfasst zu werden. Wenn ich die Verantwortung habe, dass in Aschaffenburg der 2-jährige Janis brutal durch 8 Messerstiche ermordet worden ist und ein deutscher Held mit 41 Jahren sein Leben lassen musste, weil er mehr Schneid hat als alle die gescheiterten Politfiguren in Deutschland. Wenn ich die politische Verantwortung habe, für den sinnlosen Tod
eines 28-jährigen Polizisten in Mannheim, meine lieben Freunde, dann wäre ich längst zurückgetreten. Dann hätte ich längst die Konsequenzen gezogen. Oder ich hätte beispielsweise im Deutschen Bundestag das Angebot von Dino Kruppala und von Alice Weidel genutzt und hätte diese Brandmauer, die de facto eine Blutmauer gegenüber dem eigenen Volk geworden wäre, endlich niedergerissen. Diese Brandmauer, meine lieben Freunde, diese Brandmauer ist eine Blutmauer geworden. Vor dieser Blutmauer verrecken Unschuldige. Hinter dieser Blutmauer, diesem Cordon sanitaire, der Heuchler, der Moralisten, versteckt sich jenes politische Establishment, das versagt hat, das seit 10 Jahren das schwere Erbe und die hunderten Toten einer Angela Merkel zu verantworten hat, der blutigen Raute des Grauens. Aber das ist das Wesen einer Politik, die euch zum perfekten Untertan macht. Sie rauben auch eure Sicherheit. Sie rauben euch eure körperliche Unversehrtheit. Sie rauben euch eure Heimat. Sie rauben euch eure Identität. Die Identität, die euch Wurzeln gibt. Diese europäische Identität, von der ein großer Deutscher, nämlich Josef Ratzinger, einst gesprochen hat, sie ist die Philosophie Griechenlands. Sie ist das Recht Roms, sie ist der Glaube Israels. Diese Identität Deutschlands, diese Identität dieses Kontinents wird euch geraubt, weil man euch zu willfährigen Nummern erklärt, zu Stimmvieh erklärt, weil man nicht will, dass ihr in Wahrheit frei seid. Darum raubt man auch euch die ökonomische Freiheit, meine lieben Freunde. Ja, wie verrückt ist denn das, wenn man 16 Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet, im Übrigen, um mit Annalena Baerbock zu sprechen, gegen Nussland. Die deutsche Außenministerin bezeichnet Russland als Nussland, wo sie an der Frontlinie in der Kokaine steht mit ihren Kobolden aus der geschrotteten Ampel in Berlin. Wie verantwortungslos, meine lieben Freunde, ist es, 16 Sanktionspakete gegen Russland zu verabschieden, wo man nach dem 3. Sanktionspaket gewusst hat, wir schießen uns ja nur ins eigene Knie. Das Wirtschaftswachstum in Nussland liegt bei plus 4%. Ja, wo liegt es denn beim guten Michel? In Deutschland. Exakt, Wirtschaftsrückgang. Pakistan, Indien, die Türkei, China, Nussland, alle wie die Rakete ab. Deutschland, Schrottfaktor. Abwracken nennt sich das. Wirtschaftlich, politisch abwrackend. Nein, ich habe es in Bad Muskau schon gesagt. Ich bin nicht der Knecht des Kremls. Ich war aber auch nie der nützliche Idiot einer sprechenden Windel im Oval Office, der in der Pflegestufe 7 ausgestattet mit dem Atomkopf Monopoly mit eurer Sicherheit gespielt hat. Aber meine lieben Freunde, solange ihr von solchen geistigen Tieffliegern, so intellektuellen Obdachlosen regiert werdet, so lange wird sich nichts ändern. Solange ihr einen Wirtschaftsminister habt, der selbst als Kinderbuchautor in Konkurs gegangen wäre, braucht ihr euch nicht wundern, dass 28.000 Betriebe in Deutschland voriges Jahr in die Pleite geschlittert sind. Solange ihr einen Bundeskanzler habt, der sich an die elementarsten Dinge, wie zum Beispiel seinen Namen, nicht mehr erinnern kann, ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn der Kanzler dement ist, dass ihr im Zeitalter der Vergesslichkeit lebt. Meine lieben Freunde, ihr lebt in dieser Scheinfreiheit. Ich komme zurück. Die Sicherheit wurde euch geraubt, die Identität wurde euch geraubt, die Sprache wird euch geraubt, die große deutsche Sprache. 400.000 Wörter. Und aus was besteht sie nun? Aus dem Binnen-I, aus dem Bajonett des Feminismus. Wisst ihr, meine lieben Freunde, wenn mir solche linken Schabracken und Omas gegen rechts entgegenkommen,
verhärmte Gestalten, deren Leben besser wird, wenn sie denn hin und wieder ein wenig Vagisan nehmen würden. Das ist bei uns die Werbung im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist keine Volksverhetzung. Zeit im Bild 1 in Österreich, vor der Zeit im Bild, vor der größten Nachrichtensendung zuerst die Werbung Neradil, damit der Zug wieder in den Tunnel fährt und Vagisan für Scheiden trocknet. Also wenn man diese Demokratie, darf auch diesbezüglich die Vertreter des Öffentlich-Rechtlichen heute hier in Lübau herzlich begrüßen. Wenn Sie eine besonders gute Berichterstattung über den Wahlkampf machen, verspreche ich Ihnen eine Sonderpackung Neradil, meine sehr geehrten Herren. Wenn diese Schabracken von rechts sich um die Sicherheit und um die Gesundheit von Frauen in diesem Land mehr Sorgen machen würden, um die körperliche Unversehrtheit von vergewaltigten Frauen mehr Sorgen machen würden, wenn sie auf die Straße gehen würden, wenn unschuldige Menschen in diesem Land massakriert werden und sich nicht mehr sicher fühlen, dann hätte ich vor diesen Damenregimentern, dann hätte ich vor ihnen Respekt. Aber ich habe schlichtweg nicht mehr. Solange die Zivilgesellschaft in Deutschland groß das Maul aufreißt und glaubt, wenn sie gegen rechts blöken, dass sie nur ein Menschenleben in diesem Land schützen werden, aber dann das Maul halten, wenn unschuldige Menschen in dem Land einem politischen Wahn geopfert werden, so lange nehme ich diese linken Vögel nicht mehr ernst. Im Übrigen lieber Dino, muss ich als Kritik anmerken. Wenn ich in Bayern auftrete, ist das nicht so eine trockene Baustelle. Da bekomme ich zumindest ein Maß Bier, aber die Gastfreundschaft ist bei euch auch nicht hochgeschrieben, oder? Ja. Ich habe gedacht, ihr freut euch, wenn ich komme. Bin die erste Facharbeitskraft, über die sich die AfD wirklich freut. Ja? Bin ja auch ein Messerwerfer, aber in dem Fall ein rhetorischer Messerwerfer. Ja? Meine lieben Freunde, Spaß beiseite. In 48 Stunden geht es um sehr viel. Es geht um nichts weniger als um eure Zukunft. Es geht darum, ob ihr euch aus diesen Fußfesseln eines abgedankten und abgewrackten politischen Regimes endlich befreit. Es geht darum, ob ihr eure Zukunft wieder selbst in die Hand nehmt. Es geht darum, dass ihr wieder in einem Land leben könnt, auf das ihr stolz sein könnt. In einem Land lebt, wo ihr euch sicher fühlt. In einem Land lebt, wo ihr einen Arbeitsplatz habt. In einem Land lebt, wo die Leistungsträger wieder die Gewinner sind und nicht das arbeitsscheue Gesindel, das man mit Sozialleistungen aus der ganzen Welt her anlockt. In diesem Sinne, die nächsten 48 Stunden, nutzt diese einmalige Chance. Geht heute nach dieser Veranstaltung und der noch großartigeren Rede eures AfD-Chefs Dino Kruppaller hinaus. Überzeugt die Menschen. Das ist aber auch kein Bier, aber okay. Ihr seid echte Spaßbremsen da in Sachsen. Aber okay. Danke jedenfalls. Nutzt diese nächsten Tage, diese 48 Stunden, damit ihr dieses politische Establishment zur Verantwortung zieht. Dass es in Zukunft wieder heißt, regieren heißt nicht herrschen, regieren heißt dienen. Mit der AfD, meine lieben Freunde. Glück auf! Meine lieben Freunde, ich traue mich ja bei euch schon nicht einmal mehr winken, weil wenn man ein bisschen winkt in die Menge, ist man am Ende sofort wieder Nazi, wenn da das falsche Foto herauskommt.